Hallo und herzlich willkommen zum ersten Update-Video im neuen Jahr 2020. Wer noch nicht das andere Video gesehen hat, dem sage ich auch jetzt noch gerne frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Und ich habe große Pläne für diesen Kanal und für diese Stadt für dieses Jahr. Also auf jeden Fall werden wir dieses Jahr umziehen, relativ bald hoffe ich. Ich hatte ja im Dezember die Umzüge nicht machen können, weil ich die Räume drüben nicht fertig machen konnte. Aus persönlichen Gründen hatte ich wirklich relativ wenig Zeit. Habt ihr schon auch daran gemerkt, dass in den letzten 2 Wochen jetzt nicht so viele Videos kamen, aber ich habe es den Plan, dass jetzt alles wieder deutlich anders laufen wird. Und eigentlich war das, was ihr heute sehen werdet, Teil des groß angekündigten Weihnachtsspecials, das leider überhaupt nicht entstanden ist, weil ich, wie gesagt, einfach keine Zeit hatte. Aber heute, ich habe leider schon ein bisschen angefangen in dem Bereich und deshalb werde ich euch jetzt schon mal zeigen, wo wir heute arbeiten. Und zwar geht es darum, dass wir heute in diesem Bereich weiterarbeiten. Hier ist schon ein bisschen was passiert und zwar war hier ursprünglich keine Pflasterung, jetzt habe ich den Typen hier umgeworfen, ist auch egal. Und hier auch kein Kopfsteinpflaster, denn auch dieser Felsen hier ist schon neu. Also im Grundsätzlich geht es darum, dass wir jetzt diesen Bereich hier so weit rüber bekommen, dass wir den Übergang haben zwischen 3 verschiedenen Böden. Wir haben hier dieses gepflasterte mit diesen Dark Bluish Gray Tiles, das ist ja Teil dessen, wie der Weg hier nach oben geht. Dann haben wir hier dieses modernere Pflaster mit diesen Light Bluish Gray Platten, die eben hier von hier drüben kommen und auch so aussehen wie hier drüben die Straßen, wobei das hier ja wegkommen wird im neuen Layout. Und hier haben wir den Übergang zum Kopfsteinpflaster. Da habe ich jetzt schon ein bisschen angefangen. Ihr seht, wir sind hier auf einer guten Höhe. Ich habe jetzt hier auch extra ein bisschen was abgesenkt, einfach um ein bisschen unterschiedliche Höhen reinzukriegen. Ich will nicht alles auf einer Höhe haben. Das ist auch relativ unrealistisch, vor allem in so einem eher Altstadtbereich. Und grundsätzlich geht es hier heute weiter. Wie gesagt, hier ist schon ein bisschen was passiert. Ich werde jetzt hier gleich weiterbauen und wir schauen mal, was wir heute hier alles hinbekommen. Denn das ist auch ein Bereich, der ganz wichtig wird im neuen Layout und ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Und wie ihr sehen könnt, geht es voran. Ich will jetzt hier nicht so hoch werden, weil ich ja hier die Sichtachse habe zum Bahnhof. Die soll ja relativ frei bleiben, damit man hinten das Eingangsportal auch von hier vorne aus der sogenannten Zuschauerperspektive sehen kann. Aber ich habe jetzt hier so ein bisschen den Übergang zwischen den ganzen Bodenbelägen gemacht. Ich finde den Übergang eigentlich ganz nett. Man sieht das jetzt hier, jetzt habe ich die Möwe hier runtergeschmissen, mir fällt dauernd irgendwas runter. Ich habe jetzt hier so ein bisschen den Übergang zwischen diesem neueren Pflaster zu dem hier ganz gut hinbekommen, finde ich. Ich werde hier jetzt gleich noch ein bisschen begrünen. Da muss der Felsen noch hochgezogen werden, diese Möwe. Und ich habe hier so einen kleinen Busch mit 2 verschiedenen Grüntönen gebaut. Fand ich eigentlich ganz nett, um hier noch ein bisschen Höhe zu gewinnen, ohne zu hoch zu werden. Und wenn man sich jetzt hier anschaut, glaube ich, wird das eine ganz schöne Geschichte, dass sich auch diese Lücke hier langsam schließt. Ich weiß nicht, ob sich diese Lücke eigentlich noch in diesem Layout schließen wird, denn wie gesagt, ich habe es schon öfters erzählt, dieser Block kommt ja weg mit dem neuen Block, der irgendwo da unten noch im Bau ist. Da geht es auch bald weiter mit neuen Update-Videos. Und das Ganze rutscht ja dann hier noch ein bisschen nach vorne. Das heißt, wir werden hier nochmal einen Platz bekommen mit einer weiteren Baseplate. Da gibt es auch wieder ein paar Umbauarbeiten, dann wenn wir umziehen. Aber das bringt auf jeden Fall mir genug Platz, um hier auch noch genug Platz zu haben für den geplanten Spielplatz. Das wird, glaube ich, noch eine schöne Sache hier vorne werden. Aber jetzt baue ich erstmal hier vorne weiter, dass wir hier ein bisschen weiterkommen in diesem ersten Update-Video im Jahr 2022. So, manche kennen das hier vielleicht noch nicht, manche kennen es sicherlich schon. Das sind ja die Minifiguren, die ich noch kurz vor Weihnachten als super tolles Geschenk von Chris bekommen habe. Und davon werden jetzt ein paar gleich in die neuen Arbeiten, in den neuen Bereich wandern. Ich schaue gleich mal, welche genau. Auf jeden Fall, die Auswahl ist ja nicht gerade klein. Da schauen wir gleich mal, was wir machen. Aber wenn ich schon mal hier bin, ganz kurze Info, falls ihr andere Videos gesehen habt. Zum Shop, ganz kurz, die Bäume Typ A, also genauso wie das Set mit dem Spuk in der U-Bahn ist momentan tatsächlich direkt lieferbar. Also wenn ihr im Shop kaufen wollt und das Projekt hier finanziell unterstützen wollt und ein kleines Stück von der Brickwall zu Hause haben wollt, dann könnt ihr momentan im Shop, der Link ist oben unten in der Videobeschreibung zu finden, heute direkt bestellen, kommt dann in ein paar Tagen. Das Set mit der Stadtmauer ist immer noch vorbestellbar. Alle Steine sind, glaube ich, jetzt sollten jetzt unterwegs sein, das heißt mindestens, spätestens nächste Woche sollte das lieferbar sein. Aber nur so viel dazu. Jetzt suche ich mir gleich mal ein paar Figuren aus und dann bringen wir noch ein bisschen Leben drüben in das, was ich bisher gebaut habe. Und dann bauen wir sicherlich noch ein bisschen weiter. Und so haben gleich mal 3 neue Figuren ihren Weg hier in dieses neue Areal gefunden. Bringt dem Ganzen natürlich gleich mal wieder ein bisschen Leben dazu. Wir haben hier die beiden, die sich hier unterhalten. Ich habe der Dame noch eine Handtasche gegeben
Und die beiden Herren hier haben jeweils ein Eis. Da ist auch ein Herr, der wahrscheinlich gerade auf dem Weg hier runter zum Strand ist. Und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, wie sich das jetzt hier der Übergang entwickelt hat. Wir sind jetzt hier an der Kante, das ist die Modulgrenze. Das hier ist ja schon das neue Modul. Das heißt hier vorne, das Modul besteht aus, ich glaube, vier Baseplates. Also dieses Stück ist ungefähr hier und ganz nach vorne ist ein Modul. Und da sind wir jetzt bautechnisch soweit fertig. Wir werden wahrscheinlich nochmal beleuchten, wenn wir dann umziehen. Aber bautechnisch ist, glaube ich, dieses Modul jetzt tatsächlich fertig mit seinen 4 32er Platten. Das ist schon mal so ein schöner geistiger Haken, den man da so setzen kann. Aber ich werde auf jeden Fall, glaube ich, hier jetzt noch ein bisschen weiterbauen, um hier noch ein bisschen Übergang zu modellieren. Vor allem hier den Weg. Da muss ich mal schauen, was ich hier noch genau mache. Aber das Ganze hier, jetzt wo sich langsam die Lücken hier schließen, mit der Stadtmauer, wobei das hinten auch noch gemacht werden muss, gefällt mir. In diesem kleinen Bereich hier stecken über 100 Steine, man glaubt es nicht. Wir brauchen natürlich erstmal einen Unterbau, dann die ganzen Headlight Bricks und den ganzen Kleinkram. Aber man sieht auch hier wieder sehr gut, dass man eine eigentlich sehr gerade Kante mit so Grünelementen deutlich verschönern kann. Also wir haben jetzt hier eine sehr ungerade Kante, wirkt natürlicher, obwohl die Steine alle bis hierher gehen. Und ich finde auf jeden Fall, dass sich diese Ecke jetzt sehr, sehr gut macht. Grundsätzlich wird es so sein, glaube ich zumindest, dass der Weg dann so rundlich darüber gehen wird. Wir werden keine direkte Verbindung hier haben, was dazu führt, dass wir im neuen Häuserblock nur hier vorne eine Tür einbauen. Ich will hier drüben eigentlich einfach eine kleine Grünanlage haben. Ich glaube, das passt dann noch ganz gut zu dem, was hier sein wird. Und der Weg wird jetzt einfach hier rundlich rumgehen. Dann haben wir hier rein theoretisch einen Platz für einen Spielplatz. Dadurch, dass wir aber noch ein bisschen rüberrutschen, wie gesagt, wird da noch ein bisschen mehr Platz dazukommen. Aber der Bereich hier vorne gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Und wir sehen weiterhin, die Sichtachse nach hinten zum Bahnhof bleibt bestehen. Und ich werde jetzt, glaube ich, hier noch ein bisschen was basteln. Und dann schauen wir uns gleich an, was wir heute geschafft haben. Und damit würde ich die heutigen Arbeiten abschließen. Ich habe jetzt noch hier drüben den Weg ein bisschen weiter rübergezogen. Ihr seht, wir kriegen jetzt hier schon eine leichte Biegung rein. Und was ich auch gemacht habe, ich habe hier nochmal 2 Figuren von Chris dazugestellt. Das sind 2 Joggerinnen. Dachte ich, die passen doch hier ganz gut hin. Bringt auch nochmal ein bisschen Leben rein. Die unterhalten sich ja beim Joggen. Und, wo ich ganz wichtig eure Meinung brauche, ich habe hier mir überlegt, dass wir den kommenden Spielplatz, wie gesagt, hier kommt ja noch eine Lücke rein, weil noch eine Placeplate reinkommt, mit einer Hecke abgrenzen von dem Weg hier. Und ich habe jetzt hier mal angefangen, mir so eine kleine Hecke zusammenzubauen. Grundsätzlich besteht die tatsächlich nur aus diesen Modified Bricks, die wir auch hier oben nutzen. Und die habe ich jetzt übersät mit Blättern in 2 verschiedenen Grüntönen. Auch von der anderen Seite, wenn wir mal rüber schauen, man sieht ein bisschen das Grau durch, das stört mich jetzt momentan noch nicht so. Von vorne sieht es eigentlich ganz nett aus. Das würde ich halt dann hier weiter rüberziehen. Aber bevor ich das mache, würde ich jetzt gerne eure Meinung dazu hören. Wie findet ihr das als Hecke? Ich finde es eigentlich ganz nett. Bringt hier nochmal ein bisschen was anderes rein. Und mir gefällt es auch jetzt schon, wenn man das Stückchen da sieht. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Heckenkonstruktion haltet. Vielleicht habt ihr andere Ideen. Ansonsten schreibt ihr mir auch gerne dazu, was ihr hier allgemein zu unserem heutigen Fortschritt denkt. Und ansonsten würde ich sagen, das war's fürs heutige Video. Erstes Update-Video 2022. Ich muss sagen, nach einiger Abstinenz macht es mir wirklich wieder sehr, sehr viel Spaß. Also nicht, dass es mir irgendwann mal nicht Spaß gemacht hat, aber ich weiß schon, oder ich habe gemerkt, dass mir das ein bisschen gefehlt hat, hier weiterzumachen. Und ich bin sehr froh, dass wir hier diesen Weg jetzt weitergehen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue. Ganz wichtig, auch dieses Jahr wieder, bleibt gesund. Und wir sehen uns dann im nächsten Video hier in der Brickworld. Ich sage nur noch Tschüss.